So, da sind wir wieder am schönen Gärtchen. So, da ruckelt's mal wieder kurz. Da sind die Fußspuren. So. Ja. Und nach unten. These boots match the footprints exactly. Bingo. Das heißt dann ja wohl, die alte Dame da oben ist uns eine... Ups, wollte ich nicht. Die ist uns dann wohl eine Erklärung schuldig. Das ist ja nicht wundert, dass wir hier schon den ganzen Tag rumrennen. Immer mal wieder so. Who could do such a thing? My poor husband. Ja, schön. Hier hat sie wahrscheinlich selber gemacht. So. Nee, wollte ich nicht. So. Baker Street müssen wir hin. So. Da ist dieser Analysetisch, ne? Ist so richtig. Jawohl. Hurtleys Brief. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Oh Gott. Ja, das ist jetzt natürlich interessant. Und nehmen wir die doch mal, ne? Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Blau. Gut. Grün ist nicht mit drin. Ich schmeiß sie mal einfach mit rein. Jetzt kann man eigentlich wieder die blaue reinschmeißen. Jetzt nehmen wir mal so eine Orange. Ein Geräusch kriege ich voll Durst. Eine farblose. Ringwumms. Jetzt wieder eine Orange. Und wieder eine farblose. Das müsste es ja eigentlich jetzt gewesen sein, oder? Done. Now I can proceed further. Erster Versuch. Erster Versuch. Yeah. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Achso. Ach, wie geil. Nicht erlassen. Getan für das du mich... Das ist ja sogar auf Deutsch. Liga-Böhmer. So. Mal fein sauber putzen. Ja. Ah, haben wir gleich. Gleich was. Also. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Wollen wir doch mal fragen. Ich habe sie gut versteckt, wie du mich gebeten hast. Aber ich bitte dich, überlege es dir. Ich schwöre und erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Ehrloses getan, für das du mich... Ja, das kennen wir schon. Erfragen, Leben Hurtleys Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten. Fragen, der Brief, den Hurtley bei seiner Verhaftung an sich trug. Ein Teil des Textes wurde mit Hilfe einer chemischen Lösung erfolgreich wiederhergestellt. Und ein Stück eines Wertpapiers der Canadian Pacific Railway. Es wurde im Logbuch der Sea Unicorn für August 1883, wo allerdings die Seiten herausgerissen wurden. Ja, untersuchen Sie den Mord noch? Ja, verhören auf der Polizeiwache den neuen Verdächtigen Liam Hurtley. Und wir gehen in unsere Herleitung.
Fehlende Blechkiste. Ah, wo sind sie? Und die fehlenden Wertpapiere. Gestohlene Wertpapiere. In der gestohlenen Blechkiste befanden sich kostbare Wertpapiere. Das glaube ich schon. Gut. So. Haben wir das auch. Dann sollten wir jetzt mal ab zur Scotland Yard und dann mal da ein bisschen was erfragen, ne? Bis gleich. Mr. Holmes? So, wir sind wieder an der Wache. Mr. Holmes? Na, Mr. Holmes? haben wir das auch. Mit denen haben wir auch alles. So. Mr. Holmes? Liam Hurtley. Ah, quatschen wir mal mit dem. Please escort this suspect for interrogation. Please escort this. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Ja. Fangen wir mal direkt mit dem Charakterporträt an. So. Mal sehen. Da eine Narbe. Alte Narbe. Okay. Vielleicht auch ein Walfänger. Haubenmeisen. Taschentuch mit Haubenmeise, tatsächlich. Was ist das hier? Rasen? Pflanzenreste, genau. Hände eines Gärtners. Okay. Woodman's Lee. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Stiefel passen nicht. Tabakbeutel, Hurtley Stiefel passen. Gepflegter Garten. Boah, wir haben das mit den Stiefeln geklärt. Nehmen wir das doch mal. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Da hat er allerdings recht. Anwesenheit in Woodman's Lee. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Gärtner. Ja, das ist ein gepflegter Garten. Probieren wir es mal mit dem Gärtner aus. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Ah ja, genau. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Der Brief. Haha, jetzt haben wir ihn. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools.
It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Gut, dann fragen wir nochmal direkt den Please John. escort this suspect for interrogation. Einbruch. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Das war beinahe der falsche Knopf. Genau, Wertpapierfetzen. Damit haben wir. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belonged to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Ah, dann probieren wir es doch mal in Woodman's Lee bei der alten Dame. Alte Dame, die ist 50, mein Gott, also. Ups, Charakterporträts. Liam Hurtley ist ein Fremder, der von der Polizei verhaftet wurde, weil er zur späten Stunde in der Nähe von Woodman's Lee herumstreunte. Er ist ein ehemaliger Soldat, der nach einer Nackenverletzung durch einen Granatsplitter ehrenhaft aus dem Dienst entlassen wurde. Er führt mittlerweile ein ruhiges Leben als Gärtner. Wir fragen laut Hurtleys Brief und seiner Aussage hat er dort, wo das Gartenwerkzeug aufbewahrt wird, etwas versteckt. Er ist der Gärtner von Woodman's Lee. Von daher sollte ich dort unbedingt nach dem Versteck suchen. Habe ich ja gesagt. Ich glaube, diese Hütte ist es nicht oben. Aha. Liam Hurtley ist ein harter Brocken. Was versucht es zu verheimlichen? Achso, ja, das kennen wir schon. Ich wollte zur Karte. So, Woodman's Lee. Hello again. Let's talk about Liam Hurtley. Oh, mein Hals. Ah, Alter, was ein Ruckler war das denn mal gerade? Meine Fresse. So, komm schon. Ah, Liam Hurtley. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Nein, kenne ich nicht. Zugang zum Gartenwerkzeug. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. Ah, dann wollen wir diese Kiste mal hier aufmachen. Da muss dann ja irgendwo die Blechkiste sein. Ja, auf der... Let's see what could be hidden here. Werkzeug. Eine Sense. Hä? Schuppenboden. Holzboden. Loses Brett. Ah. Da ist die Kiste. Kleines Holzkästchen. Bingo. Öffnen. Let us see what is in this box. Ist das jetzt ein Schlossrätsel oder? Ah, es juckt. Oh, okay. So vielleicht.
So, das muss, glaube ich, nach hier. Ja. Komm, das wird doch gut passen. So. Bingo. Also Leute, so sehen keine Schlösser aus. Bündel Briefe. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Mein geliebter Liam, solange ich dich kenne, warst du immer so gut zu mir. Ich kann meine Gefühle nicht mit Worten ausdrücken, aber ich denke, sie sind voller Sünde und führen zu nichts Gutem. Ich habe Angst davor, was passieren könnte. Ich habe Angst davor, gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Ich danke dir von tiefstem Herzen für deine Güte, aber ich kann den Mann nicht verlassen, mit dem ich den Allmächtigen zusammengebracht hat. Es ist sein göttlicher Wille und daher ist mein Mann das Kreuz, das ich tragen muss. Er macht mir das Leben zwar zur Hölle, aber mit der Zeit heilen alle Wunden. Sorge dich bitte nicht um mich. Nein, noch nie gehört. So, machen wir doch mal eine Herleitung. Judith Carey's Brief. Kein Gärtner, genau. Nein. Okay. Liam Hurtleys Brief. Vielleicht. Guck mal. Notizbuch holen. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, dessen Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diesen Einbruchversuch unternommen hatte, auch der gesuchte Mörder ist. Nelligans Motiv. Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv für ihn, den schwarzen Peter zu töten. Ja, große Kraft. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh, ich bin gerade sehr dunkel. Jetzt geht's wieder. So, die hat uns jetzt erstmal was zu erzählen. Sie und Liam Hurtley. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Romantische Briefe. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. Oh. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Wow, wir machen immer mehr Menschen glücklich. Ich komme mir gerade voll scheiße vor. Das ist schon ein bisschen tragisch. Eigentlich, also jetzt ist ihr Mann tot. Jetzt könnte sie sogar mit Liam Hurtley, dem Mann ihrer Träume, zusammen sein, aber dann, naja. Judith Carey's Gedächtnis. Ach, Geständnis und kein Geld. Nein. Verzweifelte Eifersucht. Liam Hurtley hat Judith Carey so sehr geliebt, dass seine Eifersucht ihn dazu getrieben haben könnte, einen Mord zu begehen. Nicht zwingend. Da
fehlt noch was. Das sehe ich, da fehlt noch was. Da fehlt ein entscheidendes Bindeglied. Oh, die Nase juckt doch heute extrem. Ups, Mann. So, romantische Briefe von Liam Hurtley und Judith Carey. Sie waren in einer kleinen Holzkiste im Boden des Gärtenschuppens in Woodman's versteckt. Gut, ab zur Karte. Wir gehen zur Baker Street und gucken uns mal an, was so Wiggins gefunden hat.